Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen BMW E46 mit dem Android-Radio. Android-Radio ist schon nachgerüstet, eingebaut. Wir wollen hier in dem Video, will ich euch einfach mal mitnehmen, wie man so eine Rückfahrkamera nachrüsten bzw. verlegen könnte. Für die einen oder anderen bestimmt interessant. Ich habe jetzt auf YouTube noch, glaube ich habe jetzt nichts gefunden, wo so eine gute Anleitung ist, wie man das machen könnte. Was ist das für ein BMW? BMW E46, Baujahr 11.2003, 85 kW, 316 Benziner. Und ja, im Prinzip nehme ich euch einmal mit, wo man so eine Rückfahrkamera anbringen könnte. Und das Verlegen vorne ist jetzt bei dem Android ganz einfach. Aber ich nehme euch mal mit, wo man so ein Kabel durchziehen könnte. Ja, damit man einfach mal weiß, was auf einen zukommt, wenn man bei dem BMW E46 Rückfahrkamera nachrüsten möchte. Ja, ich würde sagen, Kauflinks unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop. Hat auch zwei eigene Hausmarken, vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Der Plan ist wie folgt. Die Rückfahrkamera soll hierhin positioniert werden. Es gibt unterschiedliche Rückfahrkameras. Die hier hat eine Halterung und der Plan ist, hier das Ganze so positionieren. Und ja, wir werden diese Leiste jetzt gleich einmal abmontieren und gucken, dass wir mit dem Kabel da durchkommen. Kann man das einigermaßen sehen? Ja. Hier mit dem Kabel einmal nach innen durch die Verkleidung abmachen. Dann gehen wir hier einmal seitlich rein und von hier durch den Himmel nach vorne. So ist der grobe Plan. Ich hoffe, das Ganze funktioniert auch. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal im Speed-Modus das Ganze hier einmal abmontieren. Mit einem 20er Torx schrauben wir das Ganze hier einmal ab. So sieht das Ganze einmal aus. Und hier können wir dann einmal mit den Kabeln durch und können hier die ganze Geschichte auch befestigen. Also ganz wichtig, genau diese Stellen sauber zu machen. Der Stecker kann dann auch wieder drauf. So. Der Stecker kommt hier wieder drauf und dann kann man das Ganze wieder rein verschieben und die Kabel gleich hinterher. Dann sollte das Ganze so passen.
Also das zu der Außengeschichte. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt geht es weiter. Das Ganze haben wir jetzt einmal hier verbaut, verpackt. Und jetzt einmal hier das Ganze einmal rausholen, damit wir das Kabel weiter verlegen können. Einmal im Speed-Modus. Ja, nicht alle Clips lösen sich perfekt. Müssen wir ein paar neu machen. Es gibt jetzt Folgendes zu beachten. Je nachdem, welches Radio ihr habt, dann müsst ihr beachten, ob ihr die Rückfahrkamera an die Rückfahrleuchte anklemmen müsst oder ob euer Rückfahrsignal über das CAN-Bus erkannt wird am Radio. Das bedeutet, wenn ihr Rückwärtsgang reinmacht, ob es bei euch schon automatisch das Radio auf Rückwärtsgang schaltet, also quasi das Bildschirm aufleuchtet. Und wir werden das Ganze so anklemmen, dass wir alles vorne anklemmen und uns Strom von vorne abzapfen und nicht jetzt an die Rückleuchte gehen müssen und uns Strom von hier nehmen. Das bedeutet, wir ziehen jetzt einfach einmal alles nach vorne und klemmen dort das Ganze an und müssen in dem Fall jetzt nicht mehr hinten an die Rückleuchte. Weil das Ganze über CAN-Bus geregelt ist. Woran erkennt ihr das? Am Radio ist so ein schwarzer Kasten, so ein schwarzer Adapter meistens mit dabei. Der kommt immer darauf an, was für ein Radiosystem ihr habt. Deswegen entweder habt ihr dann die Möglichkeit, könnt komplett vorne alles einmal anklemmen oder ihr müsst hinten an die Rückleuchte dran. Wir benötigen dann einmal Strom für das Ganze und ganz wichtig Video, ganz wichtig. Und jetzt müssen wir nichts anderes machen als Plus mit Plus verbinden. Das Kabel nämlich geht hier drin weiter und kommt dann hier raus. Das werden wir vorne am Radio dann anklemmen. Wir machen hier dann einfach 12 Volt drauf und dann ist das Strom für die Rückfahrkamera. Und Masse machen wir hier auf Masse drauf und dann haben wir hier Masse. Dann ist die Kamera mit Strom versorgt und kann uns dann ein Videosignal liefern, was dann quasi dort ausgestrahlt wird. Und da gibt es immer den Unterschied, ob man das hier jetzt auf die Rückfahrleuchte klemmen muss oder ob wir das einfach vorne vom Radio abzapfen können. Was habt ihr dann für einen Vorteil? Dass ihr dann quasi immer ein Bild habt von der Rückfahrkamera oder erst wenn ihr Rückwärtsgang drin habt, dann erst ein Bild habt. Da ist der Unterschied. Und wir möchten am besten immer ein Bild haben. Da kommt immer so ein bisschen auf das Radio drauf an. So, das Ganze hier ist zusammengelötet mit Schrumpfschlauch zusammen verbinden. Und ja, der einzige Unterschied ist halt, sonst müsste man jetzt noch je nachdem welches Radio ihr habt, müsst ihr jetzt nur noch darauf achten, ob ihr jetzt hier quasi jetzt noch ein Kabel ziehen müsst von der Rückfahrleuchte, also quasi Strom von der Rückfahrleuchte, oder ob es bei euch einfach ausreicht, nach vorne zum Radio hinzuziehen. Dann würdet ihr das Kabel quasi hier zwischenklemmen.
damit ihr dem Radio quasi signalisieren könnt, Rückwärtsgang ist drin. Entweder tut ihr das über dieses eine Kabel, was sich hier dran klemmt und das gibt dann Strom weiter, oder euer Auto macht das über das CAN-Bus-System. So, und was zu empfehlen ist, diese Stecker mit Isolierband zu isolieren, weil die gerne mal, Heckklappe geht auf, zu und dann gehen die auch mal gerne auseinander. Das Ganze hier mit Isolierband verbinden, damit die nicht auseinandergehen können. Ja, und dann das Ganze ordentlich hier mit Kabelbindern befestigen. Jetzt kommen wir einmal zum etwas nervigeren Teil. Wir müssen nämlich das Ende von dem Kabel, das Kabel hier einmal durchbekommen. Von hier rein und dann hier durch. Und das Kabel hier dann quasi so einmal verlegen. Das bedeutet, die Gummidichtung einmal raus. Hier wurde auch schon mal irgendwas repariert. Das heißt, es ist dann noch einmal dicker, als es eigentlich sein sollte. Und sogar kaputt ist es. Nicht ganz einfach, aber möglich. Machen wir das Ganze hier einmal rein. Und dann einmal den Himmel ein bisschen absenken, dass wir da seitlich durchkommen. Mal gucken. Also die Griffe lassen sich ganz leicht abschrauben. Kappen einfach einmal zur Seite abmachen. Ich hoffe, der Fokus war da, aber ihr könnt es hier sehen. Einfach einmal. Ich glaube sogar ohne Schraubenzieher geht das. Ja. So. Zur Seite aufklappen und abschrauben.
So, weiter geht's wie folgt. Das Radio ausbauen, die 2 Blenden einfach abziehen. Erst die seitliche Blende hier abmachen, dann die Blende abmachen, dann das Radio rausholen. Hier ist es schon umgebaut, deswegen ist es jetzt nicht so interessant, weil hier ist normalerweise das Bedienteil, das wurde nach unten verlegt und. Auf jeden Fall geht es hier jetzt um das Kabel. Dann senkt sich das Handschuhfach einmal. Dann senkt sich der Handschuhfach einmal. So. Jetzt können wir das Kabel in Ruhe hier seitlich verlegen. Dann haben wir das Kabel schon mal hier. So, Handschuhfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, die gut sichtbar sind für euch. Wir haben hier jetzt ein bisschen wenig Platz, um das Ganze abzufilmen. Und beleuchtungsmäßig wird das etwas schwierig sein, aber ich denke mal, damit werdet ihr schon klarkommen. So, Handschuhfach kann wieder rein. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal anklemmen. In dem Fall, das machen wir jetzt einfach, da wo wir Strom bekommen, nehmen wir auch Strom wieder ab. Ich werde das jetzt erstmal nur provisorisch dran machen, dass wir das jetzt einmal testen können. Und Video in. Rückwärtsgang ist schon drin. Und seht da, es funktioniert. Jetzt könnt ihr das Ganze noch ausrichten, wie ihr wollt. So, wir müssen es auch einmal prüfen, dass es beim Starten auch da ist. Yes. Auch nicht flackert, nicht flimmert. Also er bekommt sowieso das Rückfahrsignal quasi übers CAN-Bus. So.
ja Leute, und so könnte das Ganze aussehen, wenn man bei dem BMW die Rückfahrkamera nachrüsten möchte. Natürlich, desto einfacher das Radio, desto einfacher ist auch das Ganze anzuklemmen, wenn wir dann nicht von der Rückleuchte irgendwelche Kabel ziehen müssen, sondern ganz einfach geradeaus durchziehen müssen. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte alles unten in die Kommentare. Und wenn ihr eine Rückfahrkamera nachgerüstet haben möchtet, ein Angebot dazu haben möchtet, checkt unten die E-Mail ab. Da könnt ihr alles hinschicken, hinschreiben, was ihr für Wünsche habt. Und ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!